Leserbrief-Special, das heißt, ich widme ein Video komplett den Leserbriefen von Rainer Rossiet. Hatte ich schon lang vor, hatte ich schon lang drauf Bock. Und es wäre super, wenn ihr auch Bock drauf habt. Ich habe mir ein paar Hefte hier rausgesucht, ein bisschen durchgeblättert, geguckt, was sind denn ganz witzige Leserbriefe. Eigentlich waren ja immer irgendwie alle gut, aber die fand ich einfach besonders lesenswert. Und ich freue mich drauf, sie mit euch nochmal durchzuschauen. Das erste ist aus der Ausgabe, wo steht's? 899, wunderschönes Covermotiv. Und hier geht's um das Vorwort von Rainer Rossiet. Was den leidenschaftlichen Computerspieler immer wieder in der ungestörten Ausübung seines Hobbys stört, sind kleine Kinder, die in Form von Geschwistern oder eigenen Ablegern oft den Spielfluss stören, indem sie meist lautstark Nahrung und/oder Zuneigung fordern. Natürlich hat PC Games, das Fachblatt für einen rationell geführten Haushalt in fester Männerhand, auch hier Hilfe parat. Bei mir hat sich in solchen Fällen immer die Nashorn-Methode bestens bewährt. Im Falle störenden Eingreifens eines Kleinkinds auf allen Vieren durch das Zimmer krauchen und dabei seltsame Laute ausstoßen, in etwa die eines Nashorns. Leere Streichholzschachtel auf der Nase festklemmen. Leere Streichholzschachtel auf der Nase festklemmen. Ausrufezeichen. Wer sich nicht ganz im Klaren ist, wie ein Nashorn denn so klingt, bekommt das entsprechende Wave-File gegen lächerlich geringe Unkostenerstattung von mir. Jedes Kleinkind wird augenblicklich Ruhe geben. Mir ist absolut unklar, warum die Nashorn-Methode heute kaum noch angewendet wird. In den meisten Fällen amüsiert sich das Kindlein gar köstlich und lacht sogar. In den anderen Fällen bekommt es einen Schock fürs Leben. So oder so, die Nashorn-Methode stellt die Ruhe im Haus wieder her. Aber nicht nur bei Kindern hilft die Nashorn-Methode, auch Erwachsene belästigen einen nicht weiter. Soll man doch irre, sofern sie einen gefährlichen Eindruck machen, möglichst nicht provozieren. Richtig angewendet sichert die Nashorn-Methode einen ungestörten Abend. Sie sollte jedoch nicht zu häufig angewendet werden, da es sich als recht schwierig erweisen kann, den Pfleger von der Normalität des eigenen Tuns zu überzeugen. Weitere praktische Haushaltstipps auf Anfrage. Gezeichnet Rainer Rossiet. Und weiter geht's mit der Ausgabe 696. Die kenne ich mittlerweile gut, weil es auch dafür gerade ein Heftvideo gab. Aber wir schauen in einen anderen Leserbrief als dort. Es geht nämlich um die Petralogie. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es geht ja um das Petra-Poster, was von vielen eingefordert wird. Und hier ist ein anderer Brief zum Thema Petra-Poster. Arme Petra Mauerröder. Schur Rossi, alles frisch? Was muss ich denn noch alles tun, um einmal in meinem Leben auf den Leserbriefseiten zu stehen? Nein, ich werde mich nicht auf die PC Games stellen. Davon wird mir immer so schwindelig. Muss ich mich erst von der nächsten Brücke werfen? Das geht leider nicht. Die Dorfbrücke ist zu niedrig dafür. Egal, anstatt hier rumzusülzen, sollte ich endlich zur Sache kommen. Erstens, was machst du eigentlich mit all den Leserbriefen? Es ist immer vom Mülleimer die Rede. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie doch irgendwie archiviert werden, zumindest die, die einmal abgedruckt worden sind. Zweitens, Mensch, Leute, versteht ihr eigentlich gar nichts von Marktwirtschaft? Ich schätze, wenn ihr ein aktuelles Bild von Petra Mauerröder als Cover drucken würdet, könntet ihr eure Auflage entscheidend erhöhen. Falls das nicht klappen sollte, fordere ich hiermit das Petra-Poster. Hallo Steven Meyer 596, da ging es dann los in dieser Ausgabe. Jetzt sind wir schon zwei. Aufruf an alle Leser, gemeinsam schaffen wir es. Helft alle mit, quengeln und betten. Mit dem Redaktionsposter hat es schon einmal geklappt. Was meint eigentlich Petra zu diesem aufkommenden Rummel? Ich denke, das wird nicht der letzte Brief sein, der dich zu diesem Thema erreicht. Ja, Petra-Poster, ne? Und was schrieb Rainer? Die wichtigste Voraussetzung für eine Verewigung in den Leserbriefseiten ist eine Meinungsäußerung, vorzugsweise schriftlich und wenn möglich noch mit interessantem Inhalt. Ja, das sind gleich zwei Wünsche auf einmal. Geht das wirklich nicht? Den Gag mit der Brücke fände ich zwar witzig, ist aber nicht notwendig. Erstens, die Leserbriefe, welche abgedruckt werden oder sonst von Interesse für uns sind, werden zwar nicht archiviert, aber immerhin nach Monaten sortiert abgeheftet. Jedoch nicht bis in alle Ewigkeit. Bei der Unmenge von Papier und meinen Zigaretten könnte das eine unheilvolle Kombination ergeben. Nach 3 Monaten werden auch jene Briefe einer ökologisch unbedenklichen Entsorgung übergeben.
Zweitens, Petra als Cover wird es wohl nicht geben. Da du aber inzwischen der 21. bist, der meinen Gag vom Petra Mauerröder Faltposter ernst genommen hat, nimmt die Sache bedenkliche Formen an. Was Petra dazu meint, ist nicht so leicht zu beantworten. Der etwas gequälte Gesichtsausdruck könnte ja auch von Zahnschmerzen herrühren. Aber ich denke, sollte es wirklich zu diesem Poster kommen, wird die Gute darauf wohl etwas verkrampft aussehen. Oder lächelst du cool in die Kamera, wenn dich 4, 5 Kerle festhalten, vor einen Fotoapparat zerren und dich dekorativ hinbiegen? Oh oh, ich sehe schon die ersten Augenbrauen drohend in die Höhe schnellen. Aber ein bisschen Spaß wird man mir doch wohl gönnen, oder? Petra, sag doch was. Ja, typisch Rainer, typisch einfach herrlich. Das nächste Heft ist die 1097, auch wieder ein sehr, sehr schönes und vor allem sehr dickes Heft. Und dieses Mal ist es die Zuschrift einer Frau. Das kommt ja tatsächlich relativ selten vor, hat auch Rainer immer wieder mal betont, aber heute ist ein sehr langer Brief von einer weiblichen Leserbriefschreiberin. Hallo mein Lieber. Erstmal muss ich sagen, dass euer Magazin einfach toll ist. Besonders das Postskript gefällt mir. Allerdings missfällt mir eines doch sehr. Die Jungs haben bekommen, was sie wollten, nämlich die Petra-Poster. Wie haben sie es bekommen? Da muss ich recherchieren. Und wir Mädels? Ich als solches bestehe auf Gleichberechtigung. Ergo, ein reiner Poster muss her. Monkey Island war und ist eines meiner Lieblingsspiele, aber ich verstehe nicht, was an der Comic-Grafik von Monkey Island 3 so toll sein soll. Die ersten beiden Teile hatten viel mehr Charme. Was ist denn mit Heart of Darkness los? Vor ein paar Monaten gab es in diversen Magazinen, natürlich habe ich nur eures gelesen, Artikel darüber und nun ist es bei euch aus der Vorschauliste weggefallen. Warum testet ihr eigentlich nur die alten Prozessoren von AMD und Cyrix? Ich möchte mir demnächst einen neuen PC kaufen und es interessiert mich daher mehr, ob die Spiele auf deren neuen Prozessoren laufen. Hoffentlich stimmen noch mehr weibliche Leser mit ein, wenn es um unser Rainer-Poster geht. Und falls du dich nicht traust, Aussehen ist nicht alles, was für mich zählt. Mach weiter so, dein dich liebendes Groupie. Rainers Antwort, wie immer, typisch. Reiner Poster? Ganz abgesehen davon, dass ich mich mit konstanter Boshaftigkeit jeglichen Versuchen einer bildlichen Ablichtung widersetzt habe und weiterhin widersetzen werde, bin ich nicht der Meinung, dass eine Abbildung meinerseits eine Bereicherung unseres Magazins wäre. Was ich auch schon mehrfach angedeutet habe. Erfreut euch doch lieber an den Anblicken meiner durchaus sehenswerten Kollegen. Es macht mir jedoch Mut, dass Aussehen für dich nicht alles ist. Sollten wir in Verbindung bleiben? Monkey Island ist wirklich ein Phänomen der Softwaregeschichte. Ich konnte schon mehrfach feststellen, dass Frauen Guybrush lieben. Wie wäre es mit einem Guybrush-Poster? Was wohl daran liegt, dass er niedlich ist und außerdem zarte Bande zu Elaine hat. Rincewind kann mit so etwas nicht dienen und zudem stört der komische Hut. Die sind nicht etwa meine Aussagen, sondern tiefe Erkenntnisse, gewonnen in vielen zwischengeschlechtlichen Gesprächen. Deiner Meinung, die ersten beiden Teile hätten mehr Charme, schließen sich auch in der Redaktion die meisten deiner Geschlechtsgenossinnen an. Aber ich denke, ihr solltet zuerst einmal den dritten Teil Probe spielen. Demo in dieser Ausgabe. Um euch ein Urteil zu bilden. Heart of Darkness? Was soll ich dazu schreiben? Virgin hat es auf unbestimmte Zeit verschoben. Zu diesem Thema kann ich momentan nur mit den Schultern zucken und ratlos gucken, was mir nicht besonders gut steht. Thema Hardware, hier wird es sich in der nächsten Zeit recht viel verändern, vertrau mir. Groupie? Ich habe einen Groupie? Um eine Illusion reicher grüßt Rainer Rossiert. Es reißt nicht ab, es geht weiter mit der Ausgabe 699. Dieses Mal ist Dungeon Keeper 2 auf dem Cover. Witzigerweise in der 696 ist Dungeon Keeper 1 auf dem Cover. Also 3 Jahre dazwischen. Da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam. Hier schauen wir jetzt rein, weil da ist ein Leserbrief drin und der ist wirklich sehr ungewöhnlich, möchte ich sagen. Er ist sehr kurz und ja, keine Ahnung. Grundsatzfragen. Erstens, wie kann einer so werden wie ihr? Und wo sollte man zu arbeiten beginnen, um dann vielleicht bei euch zu arbeiten? Zweitens, jetzt noch eine persönliche Frage, auf die ihr nicht antworten müsst. Wie viel verdient man? Grüße an das ganze Team. Okay,
Aber Rainer wäre nicht Rainer, wenn er nicht auch sowas beantworten würde. Die Frage ist nicht so ohne weiteres zu beantworten, da es doch stark von der jeweiligen Person abhängig ist, die du mit dieser Frage gemeint hast. Wenn du so werden willst wie Petra, kann ich dir nur zu einer anderen Verteilung deiner X- bzw. Y-Chromosomen raten, was nicht so problemlos zu bewerkstelligen ist. Wenn du so werden willst wie Thomas, dann lege dir einen gepflegten Umgangston, sofern nicht schon vorhanden, und einen unerschütterlichen Fleiß zu. Ich werde doch auch mal etwas schleimen dürfen, oder? Wenn du so wie unser Florian Weithase werden willst, musst du dich einfach weigern zu wachsen. Da niemand so wie ich werden will, fällt diese Antwort zum Glück aus. Weitere Details gebe ich dir gerne auf Anfrage bekannt. Und zweitens, ich will es einmal mit den Worten meines seligen Großvaters ausdrücken. Vielleicht verdienen wir nicht das, was wir wollen, aber Hauptsache ist, dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Ist das nicht herrlich? Egal was es war, er hat's in Leserbriefseiten verwandelt. War's schrullig, war's seltsam, waren's Fragen, war's Kritik, alles hat er einfach genommen und daraus etwas gemacht. Unser letztes Heft heute ist die 499, hier mit Siedler von Catan auf dem Cover und hier wieder ein sehr kurzer Leserbrief, der mit einer sehr herrlichen Antwort gesegnet wird. Anfrage. Hallo PC Games. Ich suche dringend die Lösungen zu einigen älteren Spielen. An dieser Stelle befand sich noch eine Aufzählung von 7 uralten Spielen, Anmerkung von Rainer Rossiet. Da ihr diese Lösungen bestimmt noch habt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr sie mir möglichst bald zuschicken würdet. Mit besten Grüßen, Roland. Rossiet. Habt ihr gehört, der Roland braucht mal eben ein paar alte Spielelösungen. Weithase versteckt sich feige unter dem Schreibtisch. Melzer. Nein, nein, nicht ich schon wieder. Mein Bruch vom letzten Mal ist immer noch nicht verheilt. Ich scheide aus. Mauerröder. Guck mich nicht an. Eine Dame würdest du doch nie in unseren Keller hetzen, oder? Ich muss auch noch ganz dringend. Wagner. Was zahlt er denn, der Roland? Rossiert. Das ist so eine Sache. Eigentlich zahlt er nix. Melzer. Was? Und dann sollen wir wieder stundenlang im Keller wühlen, das Zeug verpacken und auch noch die Briefmarken selber zahlen? Rossiet. Der Roland ist ein ganz netter. Borowskis. Entweder ich bekomme in 20 Minuten die Leserbriefe oder dein Arbeitsvertrag macht Bekanntschaft mit meinem Feuerzeug. Melzer huscht unauffällig aus dem Zimmer. Weithase imitiert die Geräusche einer Tastatur. Wagner wird schlagartig unsichtbar. Mauerröder war heute eigentlich gar nicht hier. Rossiert. Ja, gleich, ich suche nur noch schnell ein paar alte Spielelösungen für den Roland. Borowskis raschelt mit Papier. Ein mitleidiger Feuerstein verweigert die Zusammenarbeit. Rossiert. Lieber Roland, aus betriebsinternen Gründen kann deinem Wunsch leider nicht entsprochen werden. Aus betriebsinternen Gründen kann deinem Wunsch leider nicht entsprochen werden. Was für ein schönes Schlusswort für eine kleine, aber feine Leserbrieffolge. Rainer Rossiet war einfach ein Original. Er war besonders eckig und kantig und ja, wie er eben war, und das haben wir alle an ihm einfach geschätzt und an seinen Seiten. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ich glaube, die meisten haben es ganz gerne gemacht und haben die Leserbriefseiten immer als erstes gelesen. Danke fürs Zuschauen, danke für diese Reise mit mir in die Zeit der Leserbriefe. Das ist ja nun wirklich etwas, was schon lange her ist, was man heute wirklich gar nicht mehr macht. Analoge Leserbriefe schreiben und beantworten. Beim nächsten Mal schauen wir wieder in ein altes Heft der PC Games oder in einen alten Spieleklassiker rein. Und es wäre toll, wenn ihr dann auch wieder mit mir dabei seid. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.